Ja, das war eigentlich auch schon immer so das Ziel. Ich war ja hier in Gelsenkirchen sogar mal in der Kreisauswahl, das ist ja dieser DFB-Stützpunkt. Also ich war sogar gar nicht so schlecht, sage ich jetzt mal, aber dafür hat es halt nie wirklich gereicht. Und irgendwann habe ich dann halt auch die Schule vorgezogen, weil das passte halt dann auch zeitlich nicht mehr alles so. Und ja, von daher, aber es war immer schon mein Traum, auch für Schalke zu spielen. Als Fan ist das natürlich klar, dass man irgendwie mal versucht, für den Lieblingsverein zu spielen. Und ja, jetzt ist es halt in einer anderen Funktion. Ich glaube, das war, bis ich in die Oberstufe kam, das müsste dann so mit 15 ungefähr gewesen sein. Ich habe, glaube ich, so 9 Jahre gespielt, aber ich bin dann halt auch umgezogen, hier von Gelsenkirchen weg für eine kurze Zeit, und dann habe ich dort irgendwie, also dann musste ich halt meinen normalen Verein verlassen, und dann habe ich irgendwie da so nie wirklich wieder Fuß gefasst. Und dann habe ich es halt irgendwann mehr oder weniger aufgegeben. Das ist eine ganz gute Frage, denn ich wurde immer weiter nach hinten versetzt. Das heißt, ich habe ja so die eigene Theorie, dass das daran liegt, weil ich einfach immer größer wurde. Das heißt, ich habe, glaube ich, in der F-Jugend noch vorne gespielt im Sturm, dann irgendwie in der E-Jugend eher im Mittelfeld, und ab der D-Jugend, C-Jugend habe ich dann in der Innenverteidigung gespielt. Also meine letzte Position war dann auch da. Und ich muss sagen, mir hat es in der Innenverteidigung auch irgendwie immer am meisten gefallen. Denn ich habe immer halt mit einem sehr guten Freund, der war auch in der Innenverteidigung, und dann war man halt nochmal so ein eigenes Team. Also klar, man war so das große Team mit den 11 Leuten, aber wir beide in der Innenverteidigung waren halt nochmal so ein bisschen mehr vereint. Das hat halt immer unfassbar viel Spaß gemacht. Ja genau, im Tor, da traue ich mich auch nicht rein. Irgendwie ist das Tor nicht so meins, muss ich sagen. Aber ich habe auch dadurch eigentlich einen relativ guten Schuss, muss man sagen. Wahrscheinlich auch, weil ich halt früher mal, also weil das halt schon von früher noch so ist. Aber dann habe ich natürlich andere Schwachstellen, wie der Antritt oder die Beweglichkeit ist natürlich klar bei der Körpergröße. Das ist halt relativ schwierig. Ja, also ich glaube, dass man sich einfach dann der Familie halt angepasst hat, weil das Ding ist halt auch immer, auch damals schon in einem Fußballverein, wenn man halt hier spielt, man sieht immer viel mehr Leute mit einem Schalke-Trikot hier als zum Beispiel mit einem Bayern-Trikot, weil halt hier einfach trotzdem, vor allem halt hier im Kreis Gelsenkirchen, sind halt einfach fast alle Schalke-Fans. So. Und dann irgendwie hat man halt direkt dann so ein Wir-Gefühl. Und ich glaube, dass halt so ganz, ganz viele Faktoren da halt so mit reinspringen, dass man dann als Kind sich auch denkt, oh, Schalke ist ja auch cool. Aber ich glaube schon einfach generell, wenn man halt mal mit darf in die Felddienstarena hier als Kind, dass das schon generell für einen einfach total beeindruckend ist, weil es sind halt so viele Menschen und man sieht die Profis, die man sonst nur im Fernsehen sieht, und es ist halt auch einfach aufregend als Kind, und sowas findet man halt toll. Und dann ist das, glaube ich, ganz normal, dass man dann das auch über die Jahre hinweg weiterverfolgt. Also das ist so, dass ich eigentlich wirklich nur noch FIFA spiele, weil es ist so, wenn ich dann mal nicht spiele, ist es dann nicht, dass ich dann halt auf ein anderes Spiel wechsle, sondern dann mache ich halt wirklich einfach Pause vom Gaming, und dann, keine Ahnung, gehe ich raus oder höre Musik oder mache halt irgendwas anderes, dass ich mich halt ein bisschen ablenken kann. Aber sonst, selbst wenn ich jetzt mal nicht irgendwie trainiere oder so, sondern einfach gegen einen Freund spiele, dann spielen wir halt trotzdem FIFA gegeneinander, aber dann halt aus Spaß, sage ich jetzt mal, aber es bleibt halt trotzdem einfach immer FIFA. Ist halt. Also ich lenke mich halt sehr gerne ab durch hier das Stadion natürlich. Also im Moment war es ja so, dass man halt auch relativ oft zu Spielen gefahren ist. Das mache ich halt auch sehr gerne, weil man dann halt einfach immer in einer Gruppe unterwegs ist, gerade zu den Auswärtsspielen und so. Macht mir halt einfach mega viel Spaß. Und ja, sonst einfach draußen irgendwas mit Freunden machen oder so. Oder was halt auch immer einfach mir hilft, sich einfach mal hinsetzen und einen Film gucken oder so. Einfach halt runterkommen und einfach auch mal, ja, generell alles einfach liegen zu lassen. Das tut halt auch oft einfach mal ganz gut von dem ganzen Alltag, sage ich jetzt mal, und das mache ich halt auch ganz gerne. Ja, mit Film meinte ich eigentlich auch sehr, sehr gerne YouTube-Videos, die ich viel gucke. Also ich gucke gar nicht so viele Filme, das ist für mich halt auch ein Film. Ich gucke halt sehr viele andere Let's Plays zum Beispiel. Da muss ich auch sagen, dass ich da zum Beispiel fast gar kein FIFA gucke, sondern da schaue ich mir auch ganz gerne irgendwas anderes an. Also ich schaue halt extrem gerne Pete's Meat, muss ich sagen. Das ist ja auch ein riesen Kanal mittlerweile. Und die schaue ich halt auch jetzt bestimmt schon 3 oder 4 Jahre, und das hat sich halt immer so mitgezogen.
Und das ist halt so für mich so das Fernsehen. Also ich schaue halt eigentlich kein Fernsehen, sondern ich schaue dann halt YouTube. Nee, also das ist eigentlich, ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt sonntagsabends halt den Tatort gucken muss. Es gibt ganz selten, gibt es halt dann mal irgendeine Serie oder so eine Filmreihe, die ich mir dann mal anschaue, aber das ist vielleicht 1-2 Mal im Jahr oder so. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das irgendwie für mich nicht mehr so ganz aktuell, das Fernsehen. Ich glaube, dass es sie noch immer geben wird, aber es ist, glaube ich, auch ganz schwierig für so Fernsehsender, weil sie müssen ja jede Generation erreichen. Und ich bin ehrlich, dass ich glaube, ich spreche da auch für viele in meinem Alter, dass gerade ARD oder halt auch ZDF, wenn jetzt nicht irgendwie Fußball läuft, ist es halt für uns sehr schwierig, sich damit zu identifizieren. Und ich glaube, dass man auf YouTube, weil man da halt auch eher jüngere Leute hat, die halt da dann auch den Content bieten, dass man sich halt damit viel besser reinfinden kann. Und man hat natürlich auf diesen ganzen Plattformen viel mehr Auswahl. Das heißt, man hat halt klar auch sehr viele Fernsehsender, aber trotzdem kann man halt genau die Serie schauen und man muss nicht eine Woche warten, bis man wieder die nächste Folge guckt, sondern meistens schaut man dann einfach 3 Folgen am Stück oder so, bis man halt keine Zeit mehr hat. Also das ist halt einfach deutlich praktischer. Man hat meistens keine Werbung und das sind halt diese ganzen kleinen Faktoren, die halt da mitspielen, die halt dann aber meiner Meinung nach auch das Fernsehen immer weiter nach hinten drängt. Ich kann mich nicht mehr genau an den Augenblick oder so dran erinnern, aber es war halt so, dass schon meine ganze Familie, auch mein Vater oder meine beiden großen Brüder waren halt auch schon immer Schalke-Fans. Dann ist es halt so, dass man da reinwächst. Aber ich kann mich trotzdem an ein Spiel daran erinnern. Es war, denke ich mal, nicht das erste Mal, dass ich auf Schalke war, aber ich war halt einmal hier, da haben wir 7:4 gegen Leverkusen gewonnen. Und das war so, ich meine, 11 Tore in einem Spiel, gerade 7 auch von Schalke, das hat man jetzt nicht so oft. Und von daher ist das immer noch so ein Spiel, das bleibt mir irgendwie so immer in Erinnerung. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das schon her ist oder wie alt ich da war, aber ich war da halt klar noch ein Kind. Und, aber ich war schon immer von diesem Schalke-Virus irgendwie halt positiv infiziert. Es war halt, man ist halt so aufgewachsen.